Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Comunado Cloud Close-Ups. Diesmal wieder mit dem Anteil und Martin. Mit mir, ja. Servus. Ja, wir haben wieder die neuesten Neuerungen in der Atlassian Cloud für euch zusammengefasst und euch die spannendsten Sachen mitgebracht, indem wir sie uns gegenseitig vorstellen. Genau. Ja, und Martin, ich habe was super Cooles dabei, nämlich über mein Lieblingsthema. Kannst du raten, was es denn ist? Confluence. Ja, aber was ist meine Catchphrase? Ja, also falls ihr es nicht wisst, ich muss in jedem internen Meeting das Wort Smartlinks mindestens einmal sagen. Sonst, keine Ahnung, ist es wie Beetlejuice. Sonst kommt irgendwie wieder böse Smartlink aus dem Hintergrund. Ja. Und zwar habe ich hier mal was erstellt. Ich habe hier eine Seite, die nennt sich Newsletter Kundenanforderungen. Hier ist die Mitschrift, die ich mit AI erstellt habe von einer Kundenanforderung, die ich danach diktiert habe und aus der ich gerne etwas machen möchte. Und hier kann ich was Cooles nehmen. Ich kann nämlich diesen Link auf diese Seite einfach nehmen und den mit der AI in eine neue Seite einbinden. Und so allein wäre es ja langweilig. Ich kann das nämlich auch mit AI zu etwas Besonderem machen. Ich drücke jetzt einfach mal auf /AI und gebe hier meinen Prompt ein. So, bitte erstelle mir aus X ein Software-Anforderungsdokument und aus dem X mache ich natürlich diesen Smart-Link, den ich hier reingesetzt habe. Fügen wir den ein, dann sehen wir den hier auch schon und schon referenziert mein Prompt der Atlassian Intelligence auf diese Seite und nimmt diese als Quelle und schon kann ich mir daraus etwas erstellen. Das dauert jetzt ein bisschen, aber er erstellt mir jetzt daraus ein wunderschönes Softwareanforderungsdokument, das ich unseren Entwicklern geben kann und die dann tatsächlich damit auch mal was anfangen können, anstatt nur, dass ich irgendwas runterplapper. Kurz gesagt, man kann in Atlassian Intelligence Prompts auch Smartlinks verwenden und er holt sich die Infos dann dort raus. Genau, du kannst Seiten cross-referenzieren. Es wird natürlich noch interessanter, wenn du nur 3, 4 Links reinsetzt. Zum Beispiel auf dem einen hast du deinen Software-Anforderungsstandard definiert. So sollte das Ganze ausschauen. Hier ist der Inhalt dazu. Pack es mir da rein. Das habe ich jetzt natürlich hier nicht gemacht, aber so könnte man es machen und so kannst du aus diesen Smartlinks wirklich coole Sachen machen. Und hier haben wir das erstellt. Das erspart einem doch richtig viel Arbeit, weil ich weiß nicht, wie lange sitzt ihr an Anforderungen dran, wenn ihr die verfasst? Manchmal Stunden. Und ich diktiere es sehr, sehr gerne in eine AI und lasse mir diese Arbeit abnehmen. Genau. Und was hast du dabei, Martin? Ja, mal wieder Jira Service Management. Ach. Aber ich hoffe, dass also ich meine, du bist es ja gewohnt. Ich mag es auch manchmal. Es ist ja so eine Art Jira Software mit ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen. Atlassian hat es schon auf der Team 2023 angekündigt und hat nun endlich erste Funktionen wirklich rausgebracht für die Anpassung des Serviceportals. Wir können nämlich jetzt mehrere Serviceportale in demselben Jira haben. Also nicht Unterportale, so die haben wir sowieso schon, sondern wir können das ganze Serviceportal für mehrere Zielgruppen anbieten. Also sprach ein Kundenserviceportal und ein internes Serviceportal. Zum Beispiel, also was du jetzt hier siehst, ist unser internes Serviceportal. Mit vielleicht dem CI/CD, das das Unternehmen nach innen hat. Ja? Und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier eben weitere Serviceportale oder Help Center zu machen. Wir haben ja schon ein zweites, das heißt jetzt internes Service Center. Und da siehst du jetzt, das hat ganz andere Farben. Das habe ich, glaube ich, erstellt. Hat auch andere Portale. Ja, ich glaube auch, das hast du. Ja. Genau. Und so kann man eben, wenn ich jetzt hier mal in die Verwaltung gehe, mehrere von diesen Portalen anlegen, die unterschiedlich gestalten. Jo. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also können wir so quasi ein Jira Service Management haben und mit unseren Portalen zum Beispiel eine Nachzielgruppe unterscheiden. Ganz genau. Und hier dann tatsächlich auch einzelne Projekte ein- und ausblenden. Ja. Genau. Das ist super cool. Martin, aber magst du mir noch mal kurz was sagen, weil mir hat hier eine Sache gefehlt. Mach doch mal das Portal noch mal auf. Ja. Wo stelle ich denn jetzt ein, welche Sachen denn hier sichtbar sind? Weil ich habe tatsächlich da ein bisschen mit gerungen, um das irgendwie zu finden. Ja, weil die Einstellungen umgezogen sind. Genau, weil es gab an der Seite diese Box. Genau. Hier gab es diese Box, genau, und jetzt ist das Ganze umgezogen. Man findet das jetzt hier oben und hat hier die ganzen Einstellungen, unter anderem das Seitenlayout oder eben die Gestaltung. Genau, da habe ich tatsächlich das erste Mal, als ich dran war, so ein bisschen geschluckt, so,
Wie geht denn das jetzt? Darf ich das jetzt nicht mehr? Nichts ist beständiger als die Veränderung. Und apropos Veränderung, ich habe noch eine Sache mitgebracht, die will ich dir auch gleich zeigen wollen. Veränderung ist gut, zeig mal. Es gibt eine neue Aktion in Jira Automation und auch in Confluence Automation. Sie ist für beide gleichzeitig verfügbar, nämlich Verzögerung oder auf Englisch Delay. Ich kann jetzt also, wie das auch schon viele andere If This Then That Editor schon vorher kannten, weitere Aktionen in einer Automation verzögern, damit diese nicht automatisch sofort ausgeführt werden, sondern eben erst verzögert. Und ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich jemanden zuweise für einen Incident, dann möchte ich ja, dass die möglichst schnell reagiert. Ja? Und so könnte ich also sagen, wenn sie nach 15 Minuten immer noch nicht reagiert hat, dann erinnere ich sie nochmal dran oder so. Ja, das könnte man jetzt auch bauen mittels SLA, aber das ist ein bisschen ein Overkill. Und jetzt geht es mit Verzögerung. Ich habe hier mal was skizziert. Also wenn jemand neu hinzugefügt wird und es sich um ein Incident handelt, dann warte 15 Minuten und prüfe dann, wurde der Vorgang innerhalb der letzten 15 Minuten bearbeitet. Und wenn nicht, dann kommentiere, erwähne den aktuellen Bearbeiter und sage, hey, pass mal auf, dieser Vorgang wartet auf dich. Und das ist ja nur ein Anwendungsbeispiel. Das ist ja schön. Könnte man das auch für Züge nehmen? Dass sich die Abfahrt nicht so lange verzögert? Ja, die Verzögerungen können, glaube ich, nicht negativ sein. Stimmt. Und? Hast du noch was? Ich finde das super cool. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Die hat tatsächlich auch mit Smartlinks zu tun. Schauen wir mal, ist mein Smartlink eigentlich noch in der Zwischenablage? Ich hoffe schon. Wenn ich den nämlich hier einfüge, mein Anforderungsdokument, dann kann ich damit was machen. Also ich kann jetzt hier zwar diesen Smartlink auch nochmal bearbeiten und den einbinden, aber es gibt noch eine besondere Sache. Und die sehen wir, wenn ich das Ganze mal speichere. Ich nenne es mal einfach so. Und zwar können wir nun über diese Smartlink hovern und hier verschiedene Sachen machen. Wir haben hier einerseits den Ausschnitt dieser Seite, also auch gab es schon vorher? Ja, genau. Wir können auch die Vorschau anzeigen, wir können den Link kopieren, wir können auch Automatisierungsregeln dazu anzeigen lassen. Aber wir können nun auch Atlassian Intelligence zur Zusammenfassung nutzen, um diese Seite hier direkt zusammenzufassen. Das spart total viel Zeit. Ich muss sie gar nicht erst in einem neuen Tab öffnen oder so, sondern ich kann mit Hovern und einem Klick im Prinzip eine Zusammenfassung für eine verlinkte Seite bekommen. Genau. Und das ganze Coole ist, das wird nicht jedes Mal neu generiert, sondern wenn du es einmal erstellst und die Seite seitdem nicht neu aktualisiert wird, bleibt das Ganze da und es ist instant da. Und leider ist es noch ein bisschen in Beta, deshalb ist es in Englisch. Aber ich finde das eine super schöne Sache, um sich so Zeit zu sparen und nicht immer überall draufklicken zu müssen. Mega cool. Und das Ganze ist ja auch ohne Aufpreis einfach für alle Premium-Kunden verfügbar. Genau. Funktioniert natürlich auch mit allen anderen Smartlinks. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit externen Tools ist, wie Dokumenten aus dem SharePoint oder so, was ja auch in Smartlink geht. Aber das ist doch eine super coole Funktion. So müssen wir es nicht verlassen und kriegen unsere essentielle Information direkt. Kostenlos. Vielen Dank, Antal. Und das war's auch schon wieder mit der neuen Episode des Comunado Cloud Close-Ups. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.